Glaubst du, dass es eine universelle Formel des Erfolgs gibt? Glaubst du, dass sie auch noch einfach ist? Genau das werden wir uns heute anschauen und ich werde dir erklären, wie diese Formel funktioniert. Warum brauchen wir die universelle Formel des Erfolgs? Ganz einfach. Jedes Mal, wenn ich sie nicht eingehalten habe, habe ich eine große Ohrfeige bekommen. Deswegen möchte ich das heute mitgeben. Die universelle Formel des Erfolgs wurde entwickelt von Lex Sisney. Der schreibt einen Blog, der heißt Organizational Physics. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Und die Formel ist sehr einfach. Sie lautet, die Summe aus Integration dividiert durch Entropie. Integration steht für den Austausch mit der Außenwelt. Es geht darum, neue Mitarbeiter zu bekommen, Umsatz zu generieren, Investorengelder hereinzuholen. Entropie steht für den Zerfall. In unserem Fall für den Zerfall des Unternehmens. Wenn wir nichts machen, zerfällt das Unternehmen. Es werden Mitarbeiter weggehen, es wird kein Umsatz im Unternehmen generiert, weil keine Rechnungen hinausgeschickt werden, es funktioniert unser ganzes System nicht mehr. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Die Energie geht immer zuerst in die Entropie. Und erst wenn die Entropie in den Griff gebracht wurde und die Energie, die übrig bleibt, geht in die Integration, den Austausch mit der Außenwelt. Das heißt, wenn das Unternehmen sehr komplex ist, umso komplexer das Unternehmen ist, umso mehr Energie geht auch in die Entropie. Das heißt, wir brauchen ein System, das diese Entropie aufhält. Schaffen wir es nicht, dass wir die Komplexität des Unternehmens mit den Anforderungen in Gleichgewicht gebracht haben, dann sind wir nur damit beschäftigt, intern das Unternehmen am Laufen zu halten, aber es ist keine Energie mehr da, um in die Integration hinauszugehen, Umsatz zu generieren, Investorengelder zu bekommen. Was bedeutet das auf der anderen Seite? Wenn wir keinen Umsatz generieren, keine Investoren kriegen, dann wird die Entropie noch größer, weil alle noch mehr gestresst sind. Das heißt, man muss immer schauen, dass man die Entropie im Griff hat. Und die Entropie hat man dann im Griff, wenn man die Unternehmen in der Komplexität managt. Komplexität heißt Vernetzungen, das heißt viele Mitarbeiter, unterschiedliche Produktvarianten. Daher eine einfache Formel am Anfang, keep it simple. Weil wenn ich es einfach halte, dann habe ich eine geringere Entropie, das heißt, ich muss weniger Energie hineinstecken, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Das heißt, ich habe mehr Energie, um in die Integration in die Außenwelt nach außen zu geben. Deswegen so wichtig, die universelle Formel des Erfolgs, die Summe aus Integration durch Entropie. Und wenn wir unser System am Anfang einfach halten, dann können wir am Anfang die Energie nutzen, um mehr in die Integration mit der Außenwelt zu tauschen. Und dann müssen wir, umso größer wir werden, natürlich auch die Entropie erhöhen. Also die Komplexität des Unternehmens wird sich erhöht. Das heißt, wir brauchen aber Systeme, wir brauchen Mitarbeiter, die diese Komplexität managen. Deswegen gibt es dann irgendwann einmal mehrere Teams, es gibt Abteilungen, wo die Strukturen geschaffen wird, um diese Komplexität auch zu managen. Sind wir aber zu früh dran, das heißt, haben wir schon 10 Abteilungen und 5 Unternehmen, aber gleichzeitig noch kein Produkt, dann werden wir mehr mit uns selbst beschäftigt sein, als wir Zeit haben, mit der Außenwelt in Austausch zu treten und die Umsätze oder die Investorengelder zu generieren, um daraus die nächsten Schritte zu setzen. Dann schauen wir uns vielleicht ein praktisches Beispiel an. Ich habe in meiner Laufbahn schon mehrere Unternehmen auch begleiten dürfen, die es nicht geschafft haben, die dann in den Konkurs gegangen sind oder wo das Unternehmen geschlossen wurde. Und das Unternehmen wurde nicht deshalb geschlossen, weil das Produkt abschließend schlecht war oder kein Markt da war, sondern weil so lange probiert wurde, bis keine Energie mehr da war, die Mitarbeiter keine Lust mehr gehabt haben, die Geschäftsführung keine Vision mehr gehabt haben. Das heißt, es hat die Energie gefehlt, um die nächsten Schritte zu setzen, weil die Komplexität im Unternehmen, die Prozesse einfach nicht funktioniert haben und damit nicht die nächsten Schritte gesetzt werden können. Für mich persönlich ist die universelle Formel des Erfolgs sehr wichtig. Ich tendiere dazu, und das gebe ich offen zu, Systeme durchaus komplex zu machen, weil mit Komplexität hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun. Aber jedes Mal, wenn ich das mache, jedes Mal, wenn ich genau diesen Schritt gehe, kriege ich eine große Ohrfeige, weil man irgendwann in der Komplexität die Dinge nicht mehr managen kann. Und wenn man die Dinge nicht mehr managen kann, man mehr Energie reinstecken muss, dass man da die Dinge, die schon zu viel sind, noch weiter managt. Und es fehlt einem einfach die Zeit, um mit der Außenwelt in Austausch zu treten. Deswegen kann ich nur den Rat geben, von mir zu lernen, es einfach zu halten und mit der Integration Schritt für Schritt das Unternehmen wachsen zu lassen. Macht man das nicht, wie kann man damit umgehen? Einfacher Weg, man holt sich viel Geld hinein am Anfang und kann diese Zeit durchtauchen. Weil wenn ich habe eine hohe Entropie, brauche ich die Zeit, um erst die Prozesse zu managen. Ein weiteres Beispiel, was ich einbringen will, ist die Frage, wie viel Geld brauche ich im Unternehmen, um die nächsten Schritte zu setzen. Weil immer wenn ich den nächsten Entwicklungsschritt in einem Unternehmen setze, ich bestehende Prozesse aufbreche, dann erhöht sich die Komplexität. Ich brauche plötzlich mehr Energie, um die Mitarbeiter zu managen. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, okay, mit der Veränderung im Unternehmen bin ich nicht zufrieden, es gehen Mitarbeiter hinaus. Oder wenn ich viele neue Mitarbeiter einbaue, entsteht viel Komplexität innen. Ich muss also die Energie hineinstecken in das Unternehmen, um daraus dann die nächsten Schritte setzen zu können. Dann fehlt mir aber, und insbesondere auf der Geschäftsführerebene, die Zeit, um mit der Außenwelt in Austausch zu treten.
Der Umkehrschluss oder die Überlegung, wie viel Geld brauche ich? Entweder ich sage, okay, ich wachse Schritt für Schritt, ich hole mir einzelne Mitarbeiter rein, die jeweils nur wenig Komplexität schaffen, dann habe ich immer genügend Zeit, um mit der Außenwelt in Austausch zu gehen und weiter zu wachsen. Dann brauche ich vielleicht weniger Geld. Hole ich aber am Anfang viel Geld hinein und hole ich viele Mitarbeiter neu dazu, dann muss ich bedenken, dass ich nicht mit demselben Wachstum sofort weitergehen kann, sondern ich muss zuerst einmal mich damit beschäftigen, dass ich das neue Teamzusammensetzung manage und die Entropie aufhalte. Das heißt, ich brauche um einiges mehr Geld, um auch das Delta zu finanzieren, um diese Entropie aufzuhalten. Deswegen ist auch diese universelle Formel des Erfolgs so wichtig. Ich muss immer mit der Komplexität, die ich erschaffe und dem Chaos, und Chaos ist nichts Schlechtes, sondern Chaos heißt einfach, dass Strukturen neu gebaut werden, genug Kapital auch dann zu haben, um das durchzutauchen. Und je nachdem, für welchen Weg ich mich entscheide, hat das immer andere Konsequenzen. Und wenn ihr mehr zu diesem Thema herausfinden wollt, dann habe ich das zusammengefasst im Kapitel Alles zerfällt, der Umgang mit Ressourcen auf Seite 103. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback in den Kommentaren. Und in diesem Sinn ein großes Chaka und für jeden seine persönliche universelle Formel des Erfolgs.